Willkommen zu Off hoch 2 Perlen Star Wars. Oder besser gesagt, Krieg der Sterne. Ja, heute geht es um die erste Möglichkeit in Deutschland, Krieg der Sterne zu Hause zu schauen. Und ich meine jetzt nicht den Star Wars Movie Viewer, den unser eins hier nur aus den amerikanischen Kenner-Spielzeugkatalogen kannte. Hier geht es um die allerersten Kopien vom Krieg der Sterne, die man zu Hause anschauen konnte, für zu Hause kaufen konnte. Als Kurzfassung von Star Wars auf Super 8. Und das ging bereits 4 Jahre vor der allerersten Veröffentlichung von Neudeutsch Episode 4 auf Videokassette im Jahr 1982. Also ab 1978. Das Jahr, in dem Krieg der Sterne in Deutschland auch seine Kinopremiere feierte. Damals und auch in den folgenden Jahren war die Vorstellung und die Möglichkeit, Star Wars daheim in den eigenen 4 Wänden zu schauen, fast wie ein Orgasmus im Kopf. Und das meine ich tatsächlich so. Und um das heutzutage nachvollziehen zu können, werfen wir mal einen Blick zurück in die Medienwelt der 1970er. Vor langer Zeit, in einer weit, weit entfernten Medienrealität, war autonome Programmgestaltung Zukunftsmusik. Coole Filme liefen nur im Kino. Häufig nur eine Spielzeit. Also entweder man schaffte es ins Kino, was ja auch nicht gerade billig war, oder man hatte keine Möglichkeit mehr, den Film zu sehen zu bekommen. Außer bei einer eventuellen Wiederaufführung im Kino. Aber das war ja nichts, was sicher war. Videotheken, Streaming, Privatsender, all das gab es nicht. Fernsehen war aus heutiger Sicht unglaublich beschränkt. In westdeutschen Haushalten standen für gewöhnlich 3 Sender zur Verfügung. ARD, ZDF und ein drittes Regionalprogramm. Die Sendezeit war wochentags von 18 bis 24 Uhr und dazwischen Testbild. Und irgendwie hatten die öffentlich-rechtlichen Sender auch nicht viel Geld, also zumindest nicht genug für die interessanten amerikanischen Filme. Schauen wir mal in ein typisches Samstagabendprogramm, was da zur Primetime lief. Samstagabend, 20 Uhr Tagesschau in der ARD, gefolgt von internationale Funkausstellung, der Komödienstadel mit der Geisterbräu. ZDF, 20.15 Uhr, Das Ding. Aber damit ist jetzt nicht der Horrorfilm gemeint, sondern ein Fernsehfilm in 2 Teilen nach dem Roman von F.J. Wagner. West 3, 20.15 Uhr, Der Garten Eden Dokumentation. Hessen 3, 20.15 Uhr, der General, amerikanischer Spielfilm von 1926. Bayern 3, Showtop, Begegnung mit Adamo und Südwest 3, Tatort Rückschau. Prickelnd, nicht wahr? Nur so als Beispiel. Es war ein Riesending, als 1983 annonciert wurde, dass die Öffentlich-Rechtlichen die Sendelizenzen zu den James-Bond-Filmen gekauft hatten. Und so lief im Dezember 1984 erstmals im deutschen Fernsehen James Bond jagt Dr. No, ein Film von 1962. Krieg der Sterne, also heute Episode 4, hatte seine TV-Premiere am 15.03.1990 und zwar im Privatsender Sat.1. Dazu muss man wissen, dass 1990 nur etwa 30% der bundesdeutschen Haushalte überhaupt Kabelfernsehen hatten. Im Umkehrschluss heißt es ja, 70% konnten die Erstausstrahlung gar nicht verfolgen. In den 1970ern war ein Kinobesuch, ein Film im Kino zu sehen, ein besonderes Ereignis, denn man konnte es ja nicht wie heute beliebig wiederholen, es sei denn, man hat mehrfach eine Eintrittskarte gelöst. Daher versuchte man natürlich mit anderen Mitteln das Filmerlebnis nach Hause zu bekommen. Vielleicht gab es ein Hörspiel zum Film, das war aber äußerst selten. Eher verfügbar war dann der nicht ganz günstige Soundtrack auf Langspielplatte oder MC, das war ja alles Importware. Das Taschengeld wurde in Panini-Sammelalben versenkt und vielleicht gab es sogar einen Comic zum Film. Beides wurde dann mit der Filmmusik im Hintergrund durchgeblättert. Der Roman zum Film sorgte für Kopfkino. Und bei Star Wars waren natürlich die Spielzeuge eine Möglichkeit, die Magie des Filmerlebnisses daheim wieder aufleben zu lassen.
My goodness, the Star Wars TIE Fighter and X-Wing fighter. Now your children can relive our great space battles or collect our wonderful Star Wars companions with Kenner's Star Wars action figures. Aber es gab ja eine unfassbar großartige Möglichkeit, Filme doch daheim zu sehen. Auf Super 8. Vorausgesetzt, man hatte einen Super 8 Projektor, am besten mit Ton und das nötige Kleingeld, sich eine dieser sündhaft teuren Filmkopien auf Super 8 leisten zu können. Also man muss ja wirklich dazu sagen, die Idee, einen Film zu kaufen und zu Hause hinzustellen, das ging erst mit Super 8. Und damit sind wir nun direkt am Thema Krieg der Sterne auf Super 8. Ich rekapituliere. Im Februar 1978 hatte Krieg der Sterne Kinopremiere in Deutschland. Und ebenfalls 1978 veröffentlichte die in Bochum ansässige Firma Marketingfilm eine 25 Minuten lange Ausschnittfassung vom Krieg der Sterne auf Super 8. Aufgeteilt in 2 Spulen, einmal 120 Meter, 17 Minuten, 149 D-Mark und zusätzlich noch einmal 60 Meter, das sind dann etwa 8-9 Minuten, für 85 D-Mark. In sehr ansehnlichen Buchhüllen, die ja auch heute noch die jugendliche Filmmagie aus dieser Zeit wiedergeben. Die konnten also hintereinander abgespielt werden, die konnten auch zusammengeklebt gezeigt werden. Allerdings endete die zweite Rolle, nachdem der rasende Falke vom Todesstern entkommen ist. Der Endkampf gegen den Todesstern ist da gar nicht drauf. Da stellt sich natürlich die Frage, warum? Weshalb lässt man den Höhepunkt des Films weg? Sicher nicht freiwillig. 20th Century Fox hat einfach keine Lizenzen für eine Kopie mit dem Endkampf verkauft. Gerüchten zufolge deshalb, weil die deutsche Super 8-Fassung angeblich noch vor der Kinopremiere erhältlich war. Aber wie gesagt, das ist ein Gerücht. Und um dieses Gerücht zu klären, habe ich Manfred Menz, den damaligen Inhaber von Marketingfilm, genau dazu befragt. Wissen Sie noch, ob der Film vor oder nach der Premiere in Deutschland auf den Markt kam? Ich denke, das ist eine sehr spezielle Frage. Ja, das ist eine generelle Frage und die heißt, die Antwort ist generell nein. Aha. Es gibt keine Filme auf Super 8, die vorher erschienen sind. Das hätte kein Verleiher, kein Produzent gemacht. So, damit ist das dann wohl geklärt. Dass Super 8-Fassung, anders als die Zwangspause bis zur Heimkinoauswertung heutzutage, teilweise parallel zum Kinostart angeboten wurden, das war allerdings Fakt. Also, für zusammen 234 D-Mark konnte der Filmfan eine 25-minütige Ausschnittfassung von Krieg der Sterne auf Super 8 kaufen, ohne den Höhepunkt am Ende. Und trotzdem war das einfach nur großartig. Und da Krieg der Sterne ja etwas ganz Neues war, standen die Texter von Marketingfilm den exotisch klingenden Charakteren und Handlungsschauplätzen etwas ratlos gegenüber. Das zeigt sich dann auch im Film, von dem wir uns jetzt mal die erste Minute kurz ansehen, mit dem alten Krieg der Sterne Schriftzug am Anfang und da der Rolltext am Filmanfang nicht drauf ist, mit einem Kommentator, der in die Handlung einführt. Film ab. Vor langer Zeit begann in einer weit entfernten Galaxis ein fantastisches Abenteuer. Star Wars, Krieg der Sterne. Aufrechte Rebellen treten an zum Kampf gegen den teuflischen Herrscher des Imperiums. Während dieses Krieges gelangen sie in den Besitz geheimer Pläne über die Death Star, die todbringende Raumstation des Bösen. Verfolgt von feindlichen Agenten fliegt Prinzessin Leia zu ihrem Planeten, um mit Hilfe der Geheimpläne den Frieden in der Galaxis wiederherzustellen. Wir sind verloren. Diesmal gibt's kein Entrinnen für die Prinzessin. Was ist das?
Das ist jetzt klasse, oder? Und der sieht noch aus wie neu, obwohl er ja schon über 40 Jahre alt ist. Dank Aqua als Filmmaterial. Der Star Wars-Fan musste übrigens noch 3 Jahre, also bis 1981 warten, bis eine Super 8-Rolle veröffentlicht wurde, die den Endkampf zeigte. Der Einteiler Krieg der Sterne, veröffentlicht von UFA Bücherfilm. Das war eine direkte Super 8-Übernahme des amerikanischen Filmvertriebs Can-Films. Und dementsprechend ist die Qualität des Bildes auch deutlich schlechter. Grobkörnig, Farbverlusten behaftet. Diese 17-Minuten-Fassung hatte fast ausschließlich Szenen, die nicht in der Version von Marketingfilm enthalten waren. Und so konnte der gewiefte Super 8-Sammler die 3 Filmrollen zusammenschneiden. Und das ging dann quasi so. Man hat dann also quasi so diese Super 8-Filmrolle, hier eine ganz kurze, vielleicht 40 Meter. Die hat man dann auf einen Super 8-Filmbetrachter gespannt. Das war ein Sichtgerät mit einem Bildschirm quasi. Und dann ist man durch den Film durchgegangen. Ja? Und hat dann geguckt, wo ist der Szenenübergang, in den ich eine neue Szene aus der anderen Filmrolle reinpacken kann. So, dann hat man also diese Stelle entdeckt. Man sieht es auch auf dem Filmstreifen tatsächlich, weil jedes einzelne Filmbild ist hier ja verfügbar. Ja, und dann hat man Folgendes gemacht. Dann ist man quasi mit der Schere hin und hat Schnipp gemacht. So lief das. Ja? Und dann hat man den Film quasi in lauter so Super 8 Filmstücke auseinandergeschnippelt. Man muss natürlich darauf achten, dass die Reihenfolge dann stimmt. Und es dann anschließend manuell Schnitt für Schnitt mit solchen kleinen Klebestreifen und so einer Klebepresse, also das ist jetzt eine Trockenklebepresse, ist ja auch egal, manuell zusammenzupappen. Also das ist ja im Grunde genommen sowas wie ein Tesa, wie ein feines Tesa-Film. Und da hat man die so Stück für Stück wieder zusammengepappt. Ja? Das war der Hintergrund. Also das heißt, man kann sich vorstellen, wenn man da so 2 Filmfassungen miteinander vereint hat und dazwischen schneiden musste, da war man eine Weile beschäftigt. Und man musste höllisch aufpassen, dass es nicht daneben ging. So, und wenn man das dann durch den ganzen Film durchgemacht hat, also dann, was weiß ich, Dutzende von Schnipsel produziert hat und das wieder zusammengeklebt hat, dann hatte man eine knapp 40 Minuten lange Kurzversion. Wir schauen uns jetzt mal den Anfang der UFA-Fassung an. Meinem Erbauer sei Dank. Dieses Ölbad wird mir richtig gut tun. Du hast wirklich ganz schöne Kerben abgekriegt. Ihr habt einiges hinter euch, was? Nach all den Fairnessen wundere ich mich, dass wir noch so gut funktionieren. Trotz dieser Rebellion und allem. Ihr wisst von der Rebellion gegen das Imperium? Dadurch sind wir in Ihren Dienst geraten, wenn ich das so sagen darf. Wart ihr in vielen Schlachten? Das will ich meinen, Sir. Allerdings gibt es wenig zu berichten. Ich bin nicht viel mehr als ein Dolmetscher und kann nicht so gut Geschichten erzählen. Jedenfalls kann ich sie nicht sehr spannend erzählen. Mein kleiner Freund, da klemmt ja aber schön was dazwischen. Wart ihr auf einem Sternenkreuzer? Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung. Was ist das? Was ist was? Er hat dich was gefragt. Was ist das? Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Obi-Wan Kenobi, ob er wohl den alten Ben Kenobi meint? Verzeihung, Sir, aber wissen Sie, wovon er redet? Naja, von einem Obi-Wan habe ich noch nie was gehört. Aber der alte Ben wohnt draußen hinter dem Dünenmeer. Ein ziemlich wunderlicher alter Eremit. Tja, 1981 war das. Im gleichen Jahr veröffentlichte die UFA auch noch Das Imperium schlägt zurück auf Super 8 und damit ein Jahr nach der Kinopremiere, aber 3 Jahre vor der ersten Veröffentlichung auf Videokassette. Auf 2 120-Meter-Spulen zu je 149 D-Mark, also 34 Minuten Episode 5 für knapp 300 Mark. Herausgegeben von der UFA mit tollen Covern und, by the way, der erste Color-Ton Super 8 Film, den ich mir als Jugendlicher zugelegt hatte.
als Super 8 bereits am Auslaufen und damit preisreduziert war. Alsdann bekam ich natürlich häufig Besuch von Klassenkameraden, denn wie vorhin schon gesagt, sonst nur im Kino. Parallel konnte man von der UFA auch noch den Trailer zum Imperium kaufen. Der kam sogar noch ein Jahr vor der 30-Minuten-Fassung auf Super 8 raus und hat damit natürlich Appetit gemacht in dieser wirklich putzigen Mini-Hülle. Für die Nerds, Gerüchten zufolge, wollte Ken Films, der ja auch das Imperium schlägt zurück als Zweiteiler rausgebracht hat und auch die Schnittvorlage gestellt hat für die deutsche Veröffentlichung, Ken Films wollte eigentlich eine 320 Meter Fassung herausbringen, also ein Dreiteiler. Mit dem langsamen Anrollen der Videokassette entschied man sich dann aber doch für eine zweiteilige Fassung, die war dann letzten Endes besser zu verkaufen. Also meine Kopie hier ist leider farblich auch nicht mehr das, was es mal war. Also 1978 Kinopremiere Star Wars aka Krieg der Sterne und parallel dazu die Marketingversion. 1980 Kinopremiere von Das Imperium schlägt zurück. 1981 dazu der UFA-Zweiteiler und der UFA-Einteiler vom Krieg der Sterne mit dem Endkampf drauf. 1982 erschien Episode 4 als Video-Leihkassette und 2 Jahre später, 1984, kam dann Das Imperium schlägt zurück als Leihkassette auf den Markt. 1988 konnte man dann Krieg der Sterne erstmals auf VHS für zu Hause kaufen und 1990 erstmals Das Imperium schlägt zurück. Natürlich konnte man damals Videokassetten noch einfach kopieren und spätestens bei der TV-Ausstrahlung war ein Mitschnitt möglich, natürlich inklusive der Werbung. Also war es bereits 10 Jahre vor der VHS-Kaufkassette möglich, Star Wars beliebig oft im Wohnzimmer abzuspielen. Ausschnitthaft, aber immer magisch, mit Super 8, mit einer Bildgröße und Bildqualität, die für den Röhrenfernseher immer unerreichbar blieb. Und auch heute macht diese Kurzversion noch richtig Spaß, unter anderem auch, da sie noch die Original-Spezialeffekte zeigt aus der damaligen Zeit. Das bekommt man sonst ja kaum noch zu sehen. Krieg der Sterne in 17, 34 und 40 Minuten. Zack, zack, direkt hintereinander. Lässig machbar. Als analoge Filmprojektion, das ist schon was Besonderes. Natürlich gab es Star Wars auch in anderen Ländern auf Super 8 zu kaufen, selbstverständlich in den USA, UK, Frankreich, Spanien, Italien, Japan und sogar in der arabischen Welt in zum Teil unterschiedlichen Ausführungen. Und selbstverständlich kamen später auch die Filme in kompletten Fassungen auf den Markt, natürlich für Unsummen. Die Rückkehr der Jedi-Ritter hat es leider nicht mehr als Schnittfassung auf Super 8 geschafft. 1983 war der Markt für neue Super 8 Veröffentlichungen als Massenmedium bereits zusammengebrochen. Und für die Nerds, angeblich gab es in den USA eine 50-Minuten-Fassung, die aber nur aus dem ersten und den letzten 2 Akten der Komplettfassung bestand. Das ist aber unbestätigt. Und aktuell kündigt sich eine neue 30-minütige Schnittfassung von Episode 4 auf Super 8 an. Da gerade auf dem britischen und amerikanischen Sammlermarkt alle Schnittfassungen von Star Wars rotstichig geworden sind, plant Dave Baker aus den USA nun eine neue Super 8 Kurzfassung. Die ist dann auch wieder etwas anders geschnitten als die alten US-UK-Fassungen und auch anders als die deutsche. In Stereo und natürlich auf neuem, hochwertigen Filmmaterial kopiert. Ich selbst konnte die Schnittfassung in der digitalen Version schon sehen. Gar nicht schlecht. So, damit haben wir dann auch tatsächlich den Bogen von 1978 bis 2022 vollendet. Und ich hoffe, es hat gefallen. Und zum Abschluss werfen wir noch einen Blick in den Beginn der ersten Super 8-Rolle von Das Imperium schlägt zurück. Dabei wünsche ich viel Vergnügen und ende mit dem obligatorischen Film ab.
Echo 7. Hahn Kumpel, kannst du mich verstehen? Laut und deutlich, Luke. Was gibt's? Ich habe jetzt meine Runde hinter mir. Ich kann nirgends eine Spur von Leben entdecken. Auf diesem Eiswürfel gibt es nicht genug Leben, um damit einen Raumkreuzer zu füllen. Die Sensoren sind alle platziert. Wir treffen uns im Stützpunkt. In Ordnung, dann sehen wir uns gleich. Eben ist hier ein Meteorit aufgeschlagen. Ich sehe mir die Sache mal an, wird aber nicht lange dauern. Ruhig, hey, was hast du denn? Was ist denn? Hast du irgendwas gewittert?